Herr Dr. Leopold, die Gelegenheit, einen internationalen Experten für Cybercrime fragen zu können, initiiert mir natürlich diese eine Frage: Nimmt Cybercrime zu? Auf welchen Ebenen gibt es sowas überhaupt? Privat bis hin den Bereich sozusagen von größeren Attacken, Sie zu fragen, wie sieht man das und was kommt auf uns zu? Hier ist ganz wichtig festzustellen, dass wir es nicht mehr mit einem Hacker hatten, wie vor 20 Jahren, den man vielleicht aus Film und Fernsehen kennt, der irgendwo in komplexe Systeme eingebrochen ist. Auch die kriminelle Welt bedient sich des Economy of Scales, des Geschäftsmodells. Wenn ich heute 2 Milliarden Menschen von einem Punkt zu Hause auf der ganzen Welt entsprechend angreifen kann, rechnet sich das für mich. Ich kann mit ein bisschen Geldeinsatz viele Menschen erreichen und dadurch wird es attraktiv. Das heißt, jeder von uns ist mehr und mehr bedroht, weil wir dieses weltumspannende Netz gebaut haben. Der erste Schritt sind ganz einfache Angriffe, wo eigentlich menschliche und einfache technische Fehler ausgenutzt werden. Sei es eine Mail, die ein bisschen gefaked ist, wenn man nicht darauf Acht gibt und ich eine Mail bekomme, weil mein Chef mir sagt, ich soll jetzt plötzlich ein paar Millionen Euro überweisen und ich mache das, ohne in qualitätssichernden Prozessschritten zu hinterfragen, ist es nicht sehr technisch spektakulär, aber kommt laufend in der Welt vor und viele Unternehmen haben diese extreme Erfahrung schon gemacht. Oder sei es Ransomware, auch so ein Fachwort, wo durch unbedachtes Herunterladen von Software plötzlich sein Rechner verschlüsselt wird. Und um dann zu sagen, ich verzichte alle auf meine Daten oder ein paar tausend Euro Schaden zu zahlen, ist die Dunkelziffer hier sehr groß. Viele Menschen, viele Unternehmen zahlen dann ganz einfach. Und wenn jetzt hier mehrere tausend Menschen kleine Beträge zahlen, ist das für einen Angreifer sehr attraktiv. Nebensatz, die ganze virtuelle Währung, das Bezahlen mit virtuellem Geld verstärkt die Bequemlichkeit und die Attraktivität für die kriminelle Welt. Hier kann man sich sehr leicht schützen und da sind wir jetzt auch mittendrin und gefordert, dass entsprechende bessere Benutzbarkeit, Usability der Systeme gebaut wird, dass technische Vorrichtungen getroffen werden und dass ganz wichtig die Mitarbeiter, die Privatbenutzer ihr Awareness steigern im Umgang mit den Systemen, mehr Acht geben und nicht einfach achtlos auf jeden Knopf, auf jeden Link, auf jede Aufforderung reagieren. Dann haben wir hier schon große Teile der Probleme echt geschafft. Das ist eine Aufgabe, die wir gemeinsam als Gesellschaft und als Wirtschaft haben. Der zweite Teil wird dann schon ein bisschen gefinkelter. Die organisierte Kriminalität kann nun auch technische ihre Aufwände treiben und tut das auch. Es gibt hier beliebige oder sehr viele Angebote im Internet, im Darknet für Anleitungen von spezieller Software, die Sie als Service-Fee kaufen können als Angreifer, um dann in der ganzen Welt entsprechende Angriffe zu fahren. Und hier spricht die Fachwelt von sogenannten fortgeschrittenen Angriffen oder in Englisch Advanced Persistent Threats. Hier geht es darum, dass Software mal eingeschleust wird, sei es durch einen USB-Stick, den man in die Firmengelände einschleust und der von einem unbedachten Mitarbeiter irgendwo eingesteckt wird, was immer wieder vorkommt, sei es durch eine Phishing-E-Mail, die mir man schickt und öffne mal dieses E-Mail. Die Software wird dann installiert, man bemerkt es nicht, die beobachtet den Rechner, belernt langsam das Verhalten des Systems, kann sich weiterentwickeln und weiter wandern in entsprechend geschütztere Bereiche des Unternehmens und oft, und das kennen wir aus unseren Analysen, dauert oft ein Jahr, kommt es bis in hochsensible Systembereiche hinein, um dort dann schlussendlich Schaden im Sinne von Terrorismus oder groß angelegte Kriminalität durchzuführen, um große Mengen von Kundendaten, Geld, Firmendaten, Spionage auszuführen und damit den Unternehmen beträchtlichen Schaden zuzufügen. Hier sind wir nun alle gefordert, mehr miteinander zu kommunizieren. Dafür sprechen auch die neuen Gesetze, Informationen auszutauschen. Da werden wir alle lernen müssen, in einer Branche, aber auch branchenübergreifend miteinander mehr zu kooperieren, um unsere Verteidigungsfähigkeit, unsere Widerstandsfähigkeit unserer IT-Systeme wesentlich zu erhöhen. Herzlichen Dank. Sehr, sehr spannend. Danke.